menschlich bleiben. Also wirklich die Menschen wahrnehmen, ne? Und die in deinen Salon kommen, die vertrauen dir und die machst du dann 100% zufrieden, fachlich wie auch menschlich. Ich bin trotzdem ein Freigeist und ich werde mich wieder selbstständig machen, habe ich auch getan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Erfolgsgeflüster. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast arbeitet am Menschen und mit dem Menschen, denn sie sorgt dafür, durch ihre Arbeit, dass Menschen sich wieder wohlfühlen, sowohl innen als auch außen. Genauer gesagt ist sie Friseurin mit eigenem Salon und sie ist Coach. Und diese Kombination ist mir persönlich tatsächlich noch nicht so oft begegnet. Deswegen finde ich es sehr spannend, gleich mit ihr darüber zu sprechen, wie sie aus der klassischen Ausbildung zur Friseurin sich weiterentwickelt hat zur Unternehmerin mit eigenem Salon und zum Coach. Genau darüber spreche ich jetzt mit ihr. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist und damit begrüße ich sie recht herzlich im Erfolgsgeflüster-Podcast Chidem Wieczorek. Hallo, ich freue mich auch heute dabei zu sein, liebe Michelle. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir sprechen heute ein bisschen über deinen persönlichen Werdegang, denn du bist heute weit mehr als, sondern du hast natürlich deinen eigenen Salon, das habe ich eben schon erwähnt, aber du machst darüber hinaus eben auch unter anderem Coachings, hältst auch Vorträge und Ähnliches und das interessiert mich total, wie sich das bei dir entwickelt hat, denn ich vermute mal, das war ja nicht von Beginn an so. Deswegen lass uns gerne mal einsteigen, wahrscheinlich bei deiner Berufsausbildung zur Friseurin. Wie ging dein Weg weiter nach der Ausbildung? Ja, also ich habe erstmal meine Ausbildung gemacht und dann habe ich auch, ich glaube, da hat es eigentlich angefangen. Das war so mein Sprungbrett. Nach der Ausbildung bin ich dann in so einen luxuriösen Salon gegangen. Damals war das eben meine Chefin. Heute ist sie mein Coach, die mir auch, bei der ich auch meine Coach-Ausbildung gemacht habe. Und da hat sie schon uns als Mitarbeiter mit Persönlichkeitsentwicklung hat sie sich schon beschäftigt gehabt und da habe ich einfach mal, würde ich sagen, Blut geleckt damals schon, weil das war einfach nicht nur Friseur, sondern also nicht nur fachliche Weiterentwicklungen, sondern eben sehr viel persönliche Entwicklungen. Wie gehen wir mit Kunden um? Wie ticken die Menschen? Wie mache ich ein Beratungsgespräch spezifisch auf den Kunden eingestellt? Also sehr professionell. Und ja, irgendwann, wie ich dann da, unsere Wege haben sich halt getrennt aus privaten Gründen und dann habe ich kurzzeitig woanders gearbeitet. Und da habe ich halt gemerkt, was der Unterschied ist, ne, in einem Salon zu arbeiten, wo jetzt nicht nur Friseur ist, sondern auch mehr Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist bei mir hängen geblieben. Und als ich eben meinen Salon eröffnet habe, meinen zweiten, nachdem das erste bisschen schief gegangen ist, habe ich mir gedacht, jetzt machst du es anders, jetzt machst du es richtig, jetzt will ich erfolgreich sein. Und dann habe ich sie kontaktiert und habe sie damals gefragt, wie hast du das gemacht? Und dann habe ich halt gemerkt, okay, das ist nicht eine Sache von einem Tag auf den anderen, sondern schon eine Weiterentwicklung mittlerweile über Jahre. Und ja, wir haben immer wieder so ein Coach-Wochenende gemacht. Ne? So 3 Tage ging das. Sie wohnt mittlerweile am Ammersee. Es war für mich immer so ein Kurztrip Urlaub, aber auch eine Investition in mich. So alle Jahre habe ich immer so ein Update gemacht und das ging jetzt wirklich 6, 7 Jahre lang. Und jetzt nach 6, 7 Jahren habe ich das alles so als Coach-Ausbildung absolviert, dass ich das auch weitergeben kann an andere, meine Erfahrungen und alles, wo mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Ja, Ja, sehr schön. Da ja, sprechen wir auf jeden Fall gleich noch mal drüber, ja. was du genau in deinen Coachings anbietest. Mhm. Aber du hast es gerade erwähnt und dann bist du ganz schnell weitergegangen. Und zwar dein erster Salon, der hat ja nicht so gut funktioniert. Vielleicht steigen wir da auch mal ein, denn da stecken ja auch sicherlich ganz viele Learnings für dich drinne und eben auch viel Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen die Frage, was war das Ziel und woran ist es letztlich gescheitert? Ich war sehr jung, ich war, glaube ich, so Anfang 20 damals und es hat sich so ergeben. Das war so ein Investor sozusagen. Ich musste jetzt keinen Kredit aufnehmen, um mich selbstständig zu machen und habe mir gedacht, ja, ich bin Freigeist, ich liebe meinen Job, ich bin eine gute Friseurin, ich hatte Kunden und dann habe ich mir gedacht, warum nicht? Ging auch gut. So 3 Jahre circa war ich selbstständig. Aber im Nachhinein jetzt weiß ich, dass Unternehmer sein halt nicht, oder auch wenn du Friseurin bist, nicht nur damit aufhört, mit dass du gut Haare machen kannst, ne, sondern da kommen ja ganz viele Fakten dazu. Führung und das ganze Unternehmerische. Und ich war halt damals noch sehr jung, kannte mich mit Zahlen nicht so gut aus und zudem war ich auch verheiratet und mein Mann hat mich überhaupt nicht unterstützt. Und ich hatte auch noch Abendschule, Meisterschule. Es war alles sehr viel. Es ging mir alles über den Kopf. Und dann habe ich das alles so ein bisschen sacken lassen. Also ich habe da einfach mich nicht mehr so drum gekümmert.
Und dann haben sich so ein bisschen die Schulden, also sind halt immer mehr geworden, sag ich mal, bis ich dann echt nicht mehr die Briefe geöffnet habe. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, jetzt bist du echt kurz vor der Insolvenz. Dann habe ich zugemacht, weil mir das auch alles zu viel war. Und dann bin ich erstmal woanders arbeiten gegangen und dann hat sich das erstmal so gelegt. Ja, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, so nach 3, 4 Jahren, wo ich gearbeitet habe in dem Salon, ich bin trotzdem ein Freigeist und ich werde mich wieder selbstständig machen, habe ich auch getan. Mit 35.000 Euro Schulden, das war auch es war ein schwieriger Weg. Ja, aber durch die Unterstützung von meinem Mann, also er hat mir eigentlich sozusagen dann das Unternehmerische mit den Zahlen ein bisschen abgenommen. Ja, und dann haben wir das irgendwie geschafft. Also der Salon lief und er hat da ein bisschen mit drauf geguckt auf die Zahlen. Und mittlerweile haben wir es echt geschafft, die Schulden auch abzubezahlen. Und jetzt mal einen neuen Salon auch gekauft, abgedatet. Nochmal so diese ganze Philosophie mit eben Beratung und das Persönliche verändert. Ja, und das war so, also jetzt kurz erzählt, der Weg dahin, wo ich bin. Ja. Ja, super spannend. Das ist ja auch ein sehr mutiger Schritt, aber ich kann Mhm. es nachvollziehen. Ich glaube, wenn man diesen Freigeist in sich hat, dann Ja. ja, ist das Scheitern quasi nur ein Zwischenstep und eben nicht das Ende, sondern es geht einfach weiter und man lebt es trotzdem wieder aus und fängt wieder von vorne an. Das zeichnet ja auch so ein bisschen das Unternehmertum aus, immer wieder anzufangen, immer wieder weiterzumachen auch. Ja. Ja, ich sag das auch immer. Erfolg ist mit Hinfallen und Aufstehen und Erfahrungen sammeln und dann kommen wieder Steine, werden dir in den Weg gelegt und da musst du die Verantwortung haben, das aus dem Weg zu räumen und da fängt's bei dir an. Und ich sag immer eben, deswegen auch die Coachings, erfolgreich bist du halt, wenn du auch persönlich erstmal erfolgreich bist, ne? Also es fängt alles bei dir an, zu Hause an und danach kommt es alles mit dem Unternehmerischen. Aber man muss erstmal sich selber entwickeln, ne? Also das war meine Erfahrung in diesem Sehr schön. Unternehmersein. Mhm. Ja, absolut. Vielleicht, bevor wir aufs Coaching zu sprechen kommen, ein paar, ja, Aspekte von dir, wie du deinen eigenen Salon, den du jetzt hast, erfolgreich machst. Also, ich weiß, dass du auch sehr viel auf Instagram unterwegs bist, Social Media allgemein. Aber was sind dann so allgemein deine Erfolgsstrategien für deinen eigenen Salon, jetzt mal unabhängig vom Coaching? Ich mache das sehr transparent, also dadurch, dass ich eben ganz viel auf Instagram unterwegs bin, Storytellings ganz viel. Also ich zeige immer wieder, was ich im Salon mache, also meine Kunden, meine fachliche Expertise, sage ich mal, versuche ich so gut wie möglich hörbar und sichtbar zu machen, da ich mich ja auch in meinem Beruf natürlich weiterentwickelt habe, also nicht nur in dem Coaching, sondern auch das Fachliche. Und dann gehe ich auch wirklich sehr auf das Persönliche ein bei meinen Kunden. Also ich habe mehr so Wellness-Philosophie, innerliche wie äußerliche, also ich sag mal, Wohlbefinden für meine Kunden. Und da geht es halt einfach, dass ich mehr die Sitzungen mit meinen Kunden sehr, sehr spezifisch mache. Also ich habe hier keine Massenabfertigung, wie es sonst immer war. Ne? Also ein Kunde nach dem anderen mit Termine und dementsprechend gehe ich aufs Ganze, also mit Beratung und gute Gespräche, Entspannung und dann auch natürlich Haare. Und ja, und so gehen die Kunden glücklich raus. Und das war auch für mich sehr wichtig, dieses Persönliche und auch zu sagen, bei mir geht keiner unglücklich aus meinem Salon. Absolut, ja. Super wichtig. Machst du darüber hinaus noch irgendeine Form von Marketing außer eben Social Media oder reicht das schon und Ähm, Ich muss Mund-zu-Mund-Propaganda sagen, funktioniert ja ja, wahrscheinlich also auch? Mundpropaganda, da denke ich manchmal, wir können auch immer noch oldschool sein. Klar ist Social Media heutzutage wichtig, aber Mundpropaganda habe ich auch ganz viel. Also es spricht sich rum, du machst gute Haare, ich habe gehört, bei dir ist man gut aufgehoben, das und ja, also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man einfach mal versucht, nicht jetzt in der Social Media Welt dazustehen und sich hier rumzuackern, sondern einfach mal das Wesentliche, was du tagtäglich in deinem Salon hast. Wenn du das richtig machst, dann geht der Kunde da raus und erzählt es ja auch den Freundinnen oder die wird ja angesprochen. Und so kommen dann auch die Kunden, die ich auch möchte zum Beispiel. Ne? Also ich habe mich jetzt auch spezialisiert auf bestimmte Kunden. Ich habe, muss ich sagen, Durchschnittskundinnen, meistens Frauen, ab 30, 35 ganz viel, auch mal jüngere Leute, genau. Aber so die Kunden, die ich halt ansprechen möchte, sind halt auch die. Und dementsprechend kommt es dann auch, ne? Ja. Und zudem bin ich auch Fachtrainerin. Also ich bin noch nebenbei bei der Firma Paul Mitchell, da, wo ich auch die Produkte habe und meine Haarfärbemittel. Da bin ich auch Fachtrainerin und trainiere andere Friseure.
gehe in die Salons oder mache es in meinen Salons oder auf den Bühnen war ich auch schon. Und das spricht sich natürlich auch rum, ne? Meine Kunden oder die sehen ja dann, die hat Expertise und das hebt dich dann auch natürlich ab von der Masse. Ich glaube, da fühlen die sich auch wohl und dementsprechend kommen auch die Leute, ne? Absolut, ja. Ja. Ja, ne, da sind wir ja schon mitten im Thema, was du sonst noch so alles machst. Ja. Lass uns gerne mal über dein Coaching sprechen. Und zwar, was genau bietest du denn an? Also wen coachst du? Wer ist so die Zielgruppe, denen du weiterhilfst durch dein Coaching? Bis jetzt war es eben so, dass ich so die letzten 10 Jahre Friseure fachlich trainiert habe. Ob es jetzt Haarschnitte sind, Blondierung, Blond oder Extensions, Haarverlängerungen und trainiert habe. Und in den letzten Jahren, vor allem auch nach Corona, ist mir halt immer wieder aufgefallen, ich kann euch den besten Haarschnitt zeigen oder die beste Verlängerung, aber wir müssen mal bei A anfangen. Ne? Wie gehen wir miteinander um, mit den Kunden? Wie sprechen wir, die Kommunikation, die geht einfach unter. Die Leute tun sich nur noch auf dieses Fachliche spezialisieren, aber man vergisst, dass es halt Menschen sind und dass Menschen auch aus verschiedenen Gründen zum Friseursalon kommen. Also auch sehr Psychologie, ne? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Kunden kommen auch manchmal aus Gründen, zum Beispiel Lebensveränderung. Die haben jetzt sich von ihrem Mann getrennt und braucht jetzt einen neuen Lebensabschnitt und kommt dafür auch und will eine neue Frisur. Also dahinter stecken schon immer viele Sachen. Und da muss man mal gescheit zuhören. Das ist mir sehr aufgefallen. Und das versuche ich jetzt auch eben den Friseuren beizubringen. Habe jetzt angefangen mit meinen Coachings, mit meinen Mental-Coachings. Also nichts Fachliches, sondern einfach wirklich nur Kopfsache. Und habe aber auch gemerkt, dass eben auch Kunden sehr interessiert sind, weil ich lebe das ja, ne? Das habe ich ja gesagt vorhin, das fängt ja an mit deinem Privaten. Und wenn meine Kunden merken, dass ich ihn coache, dann sind die Gespräche auch dementsprechend und die merken das auch und die sind auch interessiert teilweise. Also ich habe jetzt meine Projekte so, dass ich einfach auch Kunden coachen werde, ob es jetzt 1:1 Coachings sind oder auch mal so ein Coaching-Tag mit mehreren Teilnehmern. Ja, das sind so gerade jetzt die Projekte, die ankommen, weil sie sich auch so ergeben haben. Ne? Ja, und das macht mich glücklich, weil ich mir denke, cool. Also da geht's jetzt schon raus aus dem Friseur, obwohl ich meinen Job natürlich immer noch liebe und sehr gerne am Stuhl sitze oder stehe. Aber mittlerweile macht mir das Coaching einfach nochmal viel mehr Spaß. Ja, weil du ja auch bereichern kannst, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja. Was war denn so für dich prägend auf dem Weg eben hin zum Coach, auch bis auf deine Mentorin, die du ja schon angesprochen hast? Aber ich weiß ja auch, dass du noch ein paar andere Sachen gemacht hast. Was waren denn so die prägendsten, ja, Weiterbildungen letztlich oder auch Erlebnisse auf deinem persönlichen Weg zum Coach? Ja, das war eben genau erstmal dieses Coach-Ausbildung bei meiner Mentorin und dann hatte ich ja, dadurch kennen wir uns auch, die Respekttrainer-Ausbildung bei René Bourbonus. Und ja, das hat mir natürlich auch ganz viele Weisheiten mitgegeben auf dem Weg. Ich glaube, da kannst du mir zustimmen. Das sind ja Auf auch jeden Fall. ganz schöne Sachen und da geht es ja auch viel um Respekt eben, ne? Dass der Respekt in der Gesellschaft verloren geht, das Miteinander. Und ich höre es ja auch jeden Tag bei meinen Kunden. Ich habe ja auch Kunden tagtäglich, die da bei mir sitzen und die Probleme sind eigentlich echt oft gleich, dass es einfach mit der Kommunikation nicht passt. Ne? Die Menschen schauen mittlerweile auch gar nicht mehr so, wo verdiene ich am besten, sondern wo bin ich am besten aufgehoben. Welcher Betrieb, ne? Weil wir verbringen ja unser Leben auf der Arbeit. Und da, wenn du merkst, mit den Chefs und mit den Angestellten funktioniert es nicht oder Mobbing, egal welcher Unternehmertum, also spielt ja auch keine Rolle, ob das jetzt Friseur ist oder was anderes. Aber da merke ich eben, ja, das ist ganz gut, dass ich da auch die Ausbildung bei René gemacht habe. Da habe ich jetzt auch die Lizenz geholt. Und das Tolle ist, ich kann eben aus beiden Projekten meins machen. Also ich nehme vom René ganz viel mit und von meiner Mentorin und tue das alles so verpacken, was meins ist und dann gebe ich das weiter. Ja, genau. Absolut, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel andere Friseure begleitest, die ihren eigenen Salon vielleicht auch aufmachen wollen, was sind so die, ja, 2 bis 3 Tipps, die du denen gerne mitgeben möchtest, worauf sie achten sollten, wenn sie ihren ersten eigenen Salon eröffnen? Ja, das habe ich jetzt eben ganz oft. Vor allem habe ich jetzt auch einen Coachie, der hat hier ganz neu seinen Salon eröffnet. Junge Kerl, ne, oder junge Mädels und ich blicke dann zurück und denke mir so, wow, wenn die wüssten, was auf sie zukommen, ob die da noch Bock drauf haben, ne? Weil
es ist ja nicht so leicht. Selbst und ständig ist immer selbst und ständig. Ne? Ich glaube, da sage ich halt immer, hab die Verantwortung, dass du immer da sein wirst und der Erste sein wirst, der aus dem Salon geht und der Letzte meistens. Also, dass man da vielleicht mal auch die Verantwortung wirklich auf sich nehmen sollte und einem bewusst sein sollte, dass du dauerhaft selbstständig bist. Ne? Und nicht hier, ich mache jetzt einen Salon auf, ach ja, und dann brauche ich Mitarbeiter und dann stelle ich die ein, weil das denken die oft und in der Friseurbranche zurzeit ist es sehr schwer, aber merken es ja überall, dass eben Fachkräftemangel ist. Und Friseur ist jetzt nicht so ein Beruf, was eben gut dasteht mit Bezahlung und deswegen will es auch keiner mehr machen. Also sehr schwierig. Und da sollte man sich mal fragen, so bis jetzt war es so, wie wir es kennen, aber es ist halt nicht mehr so, wie es bis jetzt war. Und das ist mal ganz wichtig. Und da rate ich auch den Selbstständigen, frisch Selbstständigen, guckt nicht auf andere. Ne, weil das ist ganz oft so, wie machen es die anderen mit den Preisen, wie macht es der und wie es bis jetzt war, muss es ja nicht sein, sondern mach dein Ding. Ne? Also finde erstmal heraus, was fühlt sich für dich gut an, wer bist du, was möchtest du nach außen präsentieren, welche Kunden möchtest du ansprechen und dementsprechend würde ich halt auch mein Konzept hinstellen und auch die Preise. Ne? Mit was arbeitest du, was ist deine Kalkulation, wie viele Stunden möchtest du auf der Arbeit verbringen und da kann man sich das ja alles selber so gestalten, wie man es möchte. Dafür sind wir ja auch selbstständig. Und da habe ich jetzt auch meinem Coach eben gesagt, hoch mit den Preisen. Da hat er echt Angst gehabt, weil er sich nach den anderen ähm, aufgestellt hat. Und da hat er schon Bauchweh gehabt. Und dann hat er gesagt, oh Gott, Chida, ich bekomme total Shitstorm. Meine Familie oder halt die Kunden rufen an und sagen, ja, wie viel kostet das und dies? Und dann sagen die viel zu teuer. Und dann habe ich gesagt, du bist auf dem besten Weg. Weil man muss erstmal sich selber treu bleiben und nicht das versuchen, den anderen recht zu machen, weil dann kommst du ja nicht weiter. Dann bist du dauerhaft nicht glücklich, ne? Und ja, das klappt ganz gut. Also das, was ich halt selber erlernen musste mit Angst und ne, durch die Coachings, die ich erlebt habe, gebe ich das ja natürlich weiter durch meine Erfahrungen. Ja, oder eben auch Weiterbildung. Also ich sage immer wieder, wenn du in deinem Fach gut sein möchtest und dann noch die Preise hoch hast, da musst du natürlich auch die Expertise weitergeben, das Fachliche, ganz wichtig. Da darf sich keiner zu schade sein, sich da auch weiter zu entwickeln, zu investieren. Und dann sage ich, menschlich bleiben. Also wirklich die Menschen wahrnehmen. Ne? Und die in deinen Salon kommen, die vertrauen dir und die machst du dann 100% zufrieden. Fachlich wie auch menschlich. So gebe ich jetzt eigentlich mal so kurz gesagt das weiter. Sehr Ja. schön, ja. Du Mhm. hast das auch gerade angesprochen, du bist auch Respekttrainerin. Welche Rolle spielt denn Respekt tatsächlich in deiner täglichen Arbeit? Also wo nimmst du das besonders wahr? Sowohl vielleicht als es ist schon da, als auch vielleicht, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Respekt. Ja, also ich glaube in der ganzen Gesellschaft, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Das habe ich halt auch bemerkt, nachdem ich diese ganze Coaching absolviert habe und dann gehst du raus in die Welt und beobachtest ja alles nochmal mit anderen Augen, wie die Menschen miteinander umgehen, ob es jetzt eine Kassiererin ist an der Kasse oder ob es ein Lieferant ist, der in deinen Salon kommt. Ich bin Mama, ich bin oft im Kindergarten, sehe andere Muttis oder meine Tochter ist in einer Tanzschule. Da merke ich auch ganz oft den Umgang bei den Mamis zum Beispiel auch, ne? Oder so die Grundeinstellung. Ja, und du merkst einfach, dass eben diese Freundlichkeit, dieses Miteinander, dieses auf Augenhöhe kommunizieren und auch wenn ich mich zum Beispiel mit anderen unterhalte, da merke ich immer wieder so, guck mich doch an, wenn ich mit dir rede, ne? Oder lach doch mal. Solche Kleinigkeiten, ne? Das fällt dir schon auf. Und da denke ich mir so, das darf mehr sein. Auf jeden Fall, weil ich eben auch Kinder habe und wir sind Vorbilder, ne? Für die Zukunft, für unsere Kinder. Und da müssen wir Erwachsenen mal den Finger auf uns zeigen und versuchen mal ein bisschen respektvoller umzugehen. Das fällt mir immer wieder auf, klar. Und ich denke, da können wir nicht genug nach außen weitergeben, das Wissen, was wir mitbekommen haben. Absolut. Also ich glaube, da geht's, ist egal, wo du bist. Also ich merke das immer wieder, ne? Absolut. Auch in der Familie, miteinander, also auch bei uns, ne? Wenn die Kinder dann hier rumstreiten, versuche ich es auch meinen Kindern gleich weiterzugeben. Bitte respektvoller Umgang. Ja, du darfst deine Meinung sagen. Ja, du darfst gerade angepisst sein und passt gerade nicht die Meinung mit dem Gegenüber. Ihr habt gerade eine Konfrontation, aber bleibt respektvoll. Das ist immer, glaube ich, der Punkt, wo wir uns immer mehr bewusst sein sollten.
Schön, ja. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort fast schon, wenn man so will, denn wir kommen damit auch schon langsam zu den Abschlussfragen. Du darfst jetzt gleich noch ein paar Sätze vollenden Mhm. und wir fangen einfach mal an. Es gibt kein richtig und kein falsch und deswegen der erste Satz lautet: „Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich“. Sich selber zu finden, ähm, zu wissen, was ich denke, was ich sage, was ich tue, bewusst, mit Herz. Und das ist Persönlichkeitsentwicklung, dass du selber weißt, was du da tust. Ja. Sehr schön. Der zweite Satz, den hast du vorhin schon mal, glaube ich, ja, vollendet, ohne es zu merken, aber ich bin gespannt, ob jetzt die gleiche Antwort kommt oder eine andere, und zwar: „Erfolg bedeutet für mich“. Erfolg, kann ich eigentlich auch. Erfolg bedeutet für mich, ja, nicht stehen bleiben, die Verantwortung auf sich zu nehmen, mit Höhen und Tiefen, mit Fallen und Aufstehen, Erfahrungen sammeln und dann den Weg weiterzugehen. Immer wieder nicht aufzugeben, absolut. Auch wenn es immer wieder schwierig wird, weiterzumachen. Das ist auf jeden Fall Erfolg für mich, ja. Sehr schön, ja. Es bedeutet für jeden was anderes und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber umso Ja. spannender, genau das mal zu hören hier in den Podcast-Folgen immer. Und dann kommen wir zum letzten Satz, und zwar: „Leben bedeutet für mich“. Leben bedeutet für mich, mit Leichtigkeit das Spiel anzunehmen und nie genug zu wissen und dafür auch zu leben, äh, sich weiterzuentwickeln und eben Erfahrungen zu sammeln. Das Leben ist spannend und ist schön und das Leben ist für uns. Das ist auf jeden Fall meine Einstellung zum Leben. Sehr schön. Vielen lieben Dank auch dafür. Wie kann man dich denn jetzt am besten kontaktieren, wenn man sagt: „Ah, ich will einmal gucken vielleicht, was du so machst auf Social Media, ne, vielleicht für meinen eigenen Salon oder auch für sonstige Selbstständigkeitsunternehmen“, weil es muss ja nicht nur, ja, Friseursalon sein, sondern vieles kann man sich auch abschauen und adaptieren für die eigene Branche. Oder aber auch, wenn ich sage: „Ich habe Interesse an 'nem Coaching, ich möchte dich da vielleicht mal kontaktieren.“ Was ist so der beste Weg dafür? Also ich bin überall erreichbar, sage ich immer, auf Social Media, Instagram, mein Account, da bin ich immer aktuell. Facebook, E-Mails kann man mich erreichen. Ich bin auch im Salon erreichbar, also auch mein Salon sieht man im Internet. Also ich werde eigentlich überall ein bisschen angeschrieben. Auch WhatsApp, meine Nummer, also auch da privat wie auch geschäftlich. Ich sage immer, ich bin ich. Also ich habe auch alles gemeinsam. Ich habe jetzt zum Beispiel keine äh, also hier Firmenadresse, ne, oder Social Media auch. Mein Account ist mein Account. Auch hier meine Telefonnummern sind überall drauf. Ich bin ich, ob privat oder geschäftlich. Ich habe das mittlerweile auch alles so angenommen, weil mir das alles noch zu komplizierter wird. Deswegen bin ich eigentlich überall erreichbar. Also wer mich finden will, der findet mich, sage ich immer. Perfekt, ja. Und wir packen, damit sie dich auch auf jeden Fall finden, die ganzen, ja, Links und, Telefonnummer oder Ähnliches auf jeden Fall unter das Video. Insofern schaut da einfach gerne mal rein und dann könnt ihr Chidem auch direkt kontaktieren. Dankeschön. Vielen lieben Dank, dass du da warst im Podcast, im Erfolgsgeflüster-Podcast. Gerne, Michelle, hat mich gefreut. War sehr schön, das Gespräch. Mich hat's auch gefreut. Ja, und ich freue mich umso mehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet in die nächste Folge Erfolgsgeflüster. Abonniert gerne den Kanal. Wenn ihr Fragen habt an Chidem, schreibt die sehr gerne in die Kommentare. Da schauen wir auf jeden Fall auch rein. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder in der nächsten Folge Erfolgsgeflüster. Mach's gut und bis dann. Tschüss.